Hallo Leute, ich zeige euch heute, wie ihr bei eurer Fritzbox mit FritzOS 7.28 die Interneteinstellungen ändern könnt. Also im Sinne von, ob ihr das Internet über den DSL-Port nutzen möchtet, über den WAN-Port, als WLAN-Brücke und vieles mehr. Wir fangen zunächst an. Wir melden uns einmal auf unsere Fritzbox an. Dann gehen wir einmal auf Internet, Zugangsdaten und haben jetzt schon die Möglichkeit, den Zugang auszuwählen. Startmäßig, wenn ihr einen normalen Telekom-Anschluss habt, würde ich es einfach genauso lassen. Das heißt, der bezieht das automatisch. Steht hier auch nochmal drin, Easy Support oder Easy Entry. Der macht dann nichts anderes als diese Zugangsdaten, die ihr kennt, die ihr später mal per Post bekommt, einfach automatisch einzutragen. Das können die meisten Router heutzutage von selbst. Und wenn es halt um spezielle Anbieter geht, keine Ahnung, 1&1 und vieles mehr, da gibt es meistens, also bei 1&1 gibt es von denen direkt eine Box, die gebrandet ist. Und bei allen anderen Anbietern, keine Ahnung, Vodafone, was auch immer, da muss man dann gegebenenfalls die Zugangsdaten manuell eingeben. Sieht man auch schon, hier gibt es nämlich bestimmte Sachen, die rein von der Telekom sind. Einmal mit Zugangsdaten, dann gibt es hier noch einen speziellen Tarif und hier gibt es dann noch Einrichtungen, Zugangsdaten für einen Glasfaseranschluss. Wenn man jetzt zum Beispiel die Fritzbox nicht direkt an der DSL-Buchse hat, sondern in dem Fall per WAN sozusagen angebunden ist an das Glasfasermodem unten im Keller. Wenn ihr das auswählt, sieht man auch schon, man kann direkt die Zugangsdaten eintragen, genauso wie äh, dass man hier angezeigt bekommt, Telekom Business oder auch nicht. Das ist je nachdem unterschiedlich, ob ihr halt einen Businessvertrag habt oder nicht. Damit ihr jetzt aber erstmal einstellen könnt, dass ihr zum Beispiel jetzt die Fritzbox hinter dem Kabelmodem oder ähnliches betreiben möchtet, also über den WAN-Port, geht ihr ganz normal hier oben drauf und geht auf weitere Internetanbieter. Dann könnt ihr dort nämlich diese ganzen Anbieter auswählen und sollte euer Anbieter, ich sag's mal, sind meistens hier so regionale sozusagen, die dann bei euch das Internet ausbauen, dann geht man einfach auf andere Internetanbieter und kann dann bestimmte Sachen auswählen. Man sieht jetzt hier über DSL, dann Anschluss an einem Kabelmodem wird dann der WAN-Port benutzt und Anschluss an externem Modem ist ähnlich wie das andere. Und man kann dann halt das auch sagen, ob er Zugangsdaten benutzen soll, ja oder nein. Und wenn ihr es ganz normal über WAN benutzen möchtet, geht ihr ganz normal hier oben drauf und geht dann in dem Fall über WAN oder über WLAN. Über WLAN würde sozusagen sein, dass es eine WLAN-Brücke ist. Das heißt, anstatt dass der übers DSL geht, könnt ihr die dann ähnlich wie so ein Access Point einfach mit eurem WLAN-Teller oder mit einer anderen Fritzbox, die halt ins Internet geht, einfach verbinden. Würde ich aber nicht empfehlen. Ich würde, wenn überhaupt, dann eine LAN-Brücke empfehlen, dass halt das Gerät dann extra per LAN angeschlossen ist und dann halt auch ja, keine Routerfunktion mehr macht, sondern eigentlich nur noch ein Access Point. Da würde ich aber den 4040er nehmen und nicht die 7590, da die optimal eigentlich für den Internetanschluss ist. Dann gibt es noch viel mehr. Man kann theoretisch auch Mobilfunk einrichten. Das heißt, es gibt spezielle USB-Sticks, das packe ich euch nochmal unten in die Beschreibung rein. Also so eine Art LTE-Stick von früher, wie man es kannte, bevor die Notebooks LTE-Module drin hatten, also die Business-Geräte. Gibt es halt so einen LTE-Stick, da steckt ihr dann die SIM-Karte rein und das könnt ihr dann dort anbinden. Dann habt ihr sowas wie eine Failover-Leitung, dass wenn das Internet weg ist, also DSL, springt er automatisch auf LTE um. Das können aber nicht alle Fritzboxen. Bei der 7590 weiß ich es, da kann der eine Art Hybrid Modus sozusagen aufbauen, dass wenn das ausfällt, also als Failover, aber genau. Und dann kommt demnächst auch noch eine neue Fritzbox, die hat das sogar integriert. Die hat einen Super Vectoring Modem drin, das heißt bis zu 250 bzw. bis zu 300.000 DSL und ein LTE-Modul oder LTE-Modem. Ich glaube 5G ist es nicht, aber LTE-Modem, wo ihr dann die SIM-Karte reinsteckt und dann kann der das schon von Haus aus hybrid schalten. Und in dem Fall ist das nur über Umwege, über eine extra USB-Stick möglich. Ist natürlich dann ein bisschen nervig bei der Kiste. Ja,
Und das sind halt die Standardanbieter, die wir eigentlich so haben. O2, Vodafone 1&1, das sind eigentlich die großen. Und wenn es halt diese kleinen sind, hatte ich ja eben schon angegeben, dann kann es sein, dass es halt einer von diesen hier ist. Und sonst muss halt gegebenenfalls bei eurem Anbieter nachgefragt werden, was für Zugangsdaten vorhanden sind. Und dann kann er ganz normal über die DSL-Strippe oder falls, wie schon gesagt, Glasfaser vorhanden ist, habt ihr unten im Keller oder wo auch immer die Glasstrippe hingeht, einen Abschlusspunkt von der Telekom, der das umwandelt von Glas auf normal RJ45 Netzwerkkabel und von dort aus in die Fritzbox auf den Warenport kommt das dann und dann könnt ihr ganz normal eure PPP-Einwahldaten eingeben. Wie hier ja schon angegangen als Beispiel Telekom und Glasfaseranschluss. Das heißt, es würde ganz normal im Warenport stecken und ihr tragt dann trotzdem die Zugangsnummern rein, weil der macht am Ende trotzdem eine PPP-Einwahl über das vorgeschaltete Modem von der Telekom. Ja, das war's schon gewesen. Bei Fragen unten in die Kommentare für einen Daumen hoch, Video, Freund. Dankeschön.